Herzlich willkommen bei Video Wissen. Für die aufmerksamen Zuschauer von Urknall, Weltall und das Leben wisst ihr ja schon, es gab die Hochschultage in Marburg und da wurde ein Vortrag von Peter Kroll mit aufgezeichnet. Es geht dabei um die Megakonstellation. Was sind die Auswirkungen auf den Sternenhimmel dieser Konstellation und auch auf die Erforschung des Universums? Das ist natürlich gravierend für die Astronomie und wir versuchen dem ganzen Thema auch immer wieder ein bisschen Raum zu geben, damit man einfach auch was dagegen tut, denn es ist schon kritisch und es werden ja auch immer mehr von diesen Satelliten, Tausende, die gestartet werden. Insofern ganz wichtig, was dagegen zu tun. Schaut mal rein, der Peter Kroll hat da einiges zu berichten. Dennoch viel Spaß. Sozusagen meine erste Begegnung mit Satelliten war, als ich weiß nicht mehr, 10, 11 Jahre alt war. Irgendwann Anfang der 70er muss das gewesen sein, war ein klarer Himmel und ich habe nach oben geguckt und habe gesehen und bin nach Hause gerannt und habe meinem Vater gesagt, du Papa, ich habe einen Stern gesehen, der ist mit anderen Sternen ständig zusammengestoßen. Und natürlich täuscht das, aber wer mal einen Satelliten genau beobachtet hat, ist gar nicht so einfach vorauszusagen, wo der lang fliegt. Und man hat manchmal den Eindruck, der stößt. Also natürlich wissen wir, dass er nicht mit den Sternen zusammenstößt, aber es gibt so nahe Begegnungen, fliegt nur oberhalb oder unterhalb lang. Naja, und mein Vater hat mich dann aufgeklärt, dann hast du wahrscheinlich einen Sputnik gesehen oder einen Satelliten und fand das also ganz faszinierend und hätte nie gedacht, dass ich mich mit dem Thema mal genauer auseinandersetzen werde. Ja, also Satelliten, warum können wir sie überhaupt sehen? Machen wir mal zunächst einen Vergleich, wenn wir sagen, okay, wir können Flugzeug am Himmel sehen. Und ich habe hier mal rechts abgebildet die Sophia, das Flugzeug, was nun leider nicht mehr fliegt, dieses 2,50 Meter, 2,40 Meter Teleskop, was im Infraroten beobachtet, was da mit eingebaut war oder ist oder war. Aber jedenfalls gibt es das Observatorium jetzt nicht mehr aus Kostengründen. Also ein Flugzeug, sagen wir mal, Größenordnung 50 Meter groß. Und wenn wir annehmen, dass es jetzt nicht über uns ist, sondern in einer gewissen Entfernung, 50 Kilometer entfernt, dann ist also der Sichtwinkel ungefähr ein Tausendstel, das sind ungefähr 3 Bogenminuten. Unsere Auflösung des Auges ist also eine Bogenminute. Das heißt, wir erkennen unter idealen Bedingungen, dass da noch was ist. Und uns helfen natürlich im Allgemeinen die Kondensstreifen. Wenn wir die am Himmel sehen, an der Spitze des Kondensstreifens ist so ein dunkler Punkt oder so ein Fleck oder ein Strich. Das können wir also erkennen. Bei Satelliten ist es so, typische Satellitengröße, jetzt mal von der ISS abgesehen, sind, sagen wir mal, zwischen 2 Meter. Es gibt auch noch die CubeSats, die sind nur 10 Zentimeter groß. Die sehen wir gar nicht mit bloßem Auge. Aber sagen wir mal, zwischen 2 Meter und 20 Meter sind so typische Größen. Und die Entfernungen in niedrige Orbits sind also, sagen wir mal, 300 Kilometer hoch, 2000 Kilometer hoch oder wenn sie nicht gerade über uns sind natürlich die Entfernungen ein bisschen weiter. Das heißt also, der Sichtwinkel, unter dem wir dieses Objekt sehen, ist also ungefähr 0,2 bis 14 Bogensekunden. Das heißt, es ist eigentlich mit dem bloßen Auge nicht mehr auflösbar. Kann man nicht erkennen. Aber wir sehen sie trotzdem. Und woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass wir einen hohen Kontrast gegen den dunklen Himmel haben, weil im Satelliten Sonnenlicht reflektieren. Entweder direkt, dass es sozusagen spiegelt, oder es wird diffus reflektiert. Dadurch haben wir einen hohen Kontrast. Wir sehen also eine Punktquelle gegen den dunklen Nachthimmel. Das ist genauso wie die Sterne, die ja auch von uns aus gesehen, von der Erde aus gesehen, scheinbare Durchmesser im Millibogen- oder Nano- oder Picobogen-Sekundenbereich haben. Wir sehen sie trotzdem. Ja, sie sind also nur nachts oder bestenfalls in der Dämmerung sichtbar. Wie ist das? Wann sehen wir eigentlich Satelliten? Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen überlegen. Also die grundsätzliche Beleuchtungssituation ist also hier mal dargestellt. Das heißt, wir haben hier, in dem Fall hier rechts die Sonne, die strahlt in alle Richtungen und da auch Richtung Erde. Hier haben wir den verjüngten Erdschatten und jetzt hier, das ist also alles nicht maßstabsgerecht, ein Satelliten auf einer Bahn. Solange der also nicht im Erdschatten drin ist, ist er von der Sonne beleuchtet. Und wenn wir auch im Schatten sind, also die Sonne untergegangen ist, dann haben wir also einen dunklen Himmel und dann sehen wir sozusagen diesen beleuchteten Satelliten gegen den dunklen Nachthimmel. Und jetzt kann man also hier verschiedene zeitlich nacheinander stattfindende Situationen darstellen. Wir haben also hier jetzt mal vom Nordpol aus auf die Erde geschaut und hier haben wir eine Beobachtungsstation oder verschiedene Beobachter, in dem Fall hier am Äquator. Und im Laufe der Zeit dreht sich also die Erde hier rum. Das heißt also hier B1, wer ist der Beobachter zu Sonnenuntergang?
Ja, also da ist der Horizont, ist das also der H1 ist der Horizont von der Position B1. Und zu späterer Zeit, Erde dreht sich ja weiter, ist ja dann also tiefer im Schatten, der Horizont wandert in diese Richtung mit. Und jetzt sind also hier für zwei verschiedene Höhen verschiedene Satellitenpositionen angegeben. Und man kann also sehen, solange wir also kurz nach Sonnenuntergang sind, da sehen wir also eine Reihe von Satelliten, auch die auf niedrig fliegenden Bahnen, die auf höheren sowieso. Und je tiefer wir in den Schatten reindringen, umso weniger ist die Chance, diese niedrig fliegenden zu sehen, aber die hochfliegenden sehen wir gegebenenfalls. Und um Mitternacht sind wir also hier und da sehen wir möglicherweise dann auch schon die hochfliegenden erdnahen Satelliten nicht mehr. Und um das mal für Marburg hier zu machen, so sieht also die Situation in Marburg zu Sommersanfang aus. Also hier haben wir also Richtung zur Sonne, das ist die Erde. Die Sommeranfang heißt also die Erdachse zeigt, also der Nordpol zeigt Richtung Sonne. Das sind also die berühmte 23,5 Grad, die Neigung der Äquatorebene gegen die Erdbahnebene. Hier bei 50,8 Grad ist die geografische Breite von Marburg. Wir sitzen also ungefähr hier. Ja, und wir sehen also, das ist also die Situation um Mitternacht. Da sind wir gar nicht so tief im Schatten drin. Und deswegen sehen wir hier im Sommer durchaus die ganze Nacht Satelliten. Nicht mehr alle, also noch niedrig fliegendere sind dann auch weg unterm Horizont. Und man sieht auch, dass also die hochfliegenden Satelliten noch weiter am Himmel zu sehen sind, währenddessen die niedrig fliegenden eben nur Richtung Westen, Richtung Sonnen- oder Richtung Norden. Und in der Früh dann Richtung Osten. Also im Sommer sehen wir fast die ganze Nacht Satelliten. Ja, und so sieht es im Winter aus. Da haben wir den umgekehrten Fall. Da sind wir also hier in Marburg ganz tief im Schatten drin. Das heißt, die Satelliten müssen schon sehr hoch sein, damit wir sie überhaupt sehen können um Mitternacht. Heißt nicht, dass wir im Winter gar keine Satelliten sehen können, aber in der Dämmerungszeit dann nur für eine kurze Zeit. Ja, wie verhält sich das mit den Orbits? Um mal hier einen Überblick zu geben. Es gibt also verschiedene Zonen oder Bereiche, in denen Satelliten üblicherweise fliegen. Also der für uns relevante jetzt im Weiteren sind also die LEO-Orbits, die Low Earth Orbit Satelliten, die also sehr nah über der Erdoberfläche im Vergleich kreisen, also in 500 bis 2000 Kilometer Höhe ungefähr. Dann haben wir die MEOs, die Medium Earth Orbits. Das sind beispielsweise die geostationären Satelliten, sind dort stationiert. Umlaufzeit ungefähr 12 Stunden. Und dann haben wir die geostationären, die Geo-Orbits. Also Umlaufzeit 24 Stunden und die Höhe sind also ungefähr 36.000 Kilometer über der Oberfläche. Und eingezeichnet habe ich hier noch, es gibt noch besondere Formen, das sind die Molniya-Orbits. Wir haben auch etwa 12 Stunden langgestreckte Ellipse. Wir wissen alle, zweites Keplersche Gesetz. Das heißt also, die sind lange unterwegs auf dieser Bahn und die sind dann also so auf solchen Bahnen, dass sie also über einer interessierten Oberflächengegend, also Molniya, es ist also aus der sowjetischen Raumfahrt, sind dann also über viele Stunden von einer gewissen Gegend der Erde aus anpeilbar oder sichtbar. Und hier ist noch Transferorbit zu diesen höheren, das sind solche sogenannten Hohmann-Bahnen. Man nimmt also hier unten eine Kreisbahn und zu einer bestimmten Zeit beschleunigt man hier hoch und hier oben gibt man nochmal Gas und bleibt dann auf dem oberen Bahn übrig. Man muss ja praktisch nicht bloß Energie hochtragen, sondern auch einen entsprechenden Drehimpuls bekommen. Um mal eine Übersicht zu haben, was so typisch ist, die ISS, das schwankt ein bisschen, weil die ISS sehr groß ist, 100 Meter ungefähr. Und da gibt es also immer noch Restmoleküle der Erdatmosphäre, die also bremsend wirken. Das heißt, die fällt ständig nach unten, muss also immer wieder angehoben werden. Findet man auch im Netz, zeige ich nachher. Also 350 bis 400 Kilometer. Dadurch ist er auch immer wieder erreichbar mit neuen Raumfahrzeugen. Dann haben wir die chinesische Raumstation, auch etwa in dieser Gegend. Das ist immer die Bahnneigung gegenüber dem Erdäquator. Das Hubble-Teleskop ist ein bisschen höher, 550. Envisat, so ein Umweltsatellit, fliegt noch höher. SAR-Lupe ist ein deutscher Satellit oder sind mehrere Satelliten, die also mit Syntheseaperturradar die Erde scannen. Die GPS-Satelliten, wie gesagt, 20.000 Kilometer Höhe und die geostationären in 36.000 Kilometer Höhe.
Wir hatten es ja gestern vom James Webb Teleskop, das ist also hier in dem Lagrange-Punkt L2 des Erde-Sonne-Systems, das sind also 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Das lassen wir jetzt mal völlig außer Acht. Also das ist wirklich weit draußen. Ja, kommen wir zu dem Thema Megakonstellation oder Satellitenkonstellation. Megakonstellation ist im Moment ein bisschen übertrieben, also es sind eher Kilo- oder Multikilo-Konstellationen, wenn man an die Zahl denkt. Aber vielleicht sollen es ja mal Millionen werden und dadurch wird es also Probleme geben. Auf den Punkt gehe ich ja gegen Ende noch ein. Führend die Zahl für SpaceX, also Starlink, also im Moment sind es irgendwie 5.300 im Orbit und bis zu 42.000 soll es mal werden. Hier ist also der Bereich, die haben also bei 350, 380 Kilometer so eine Art Parkbahn und also der Normalbetrieb ist so 550, 570 Kilometer Höhe in verschiedenen Bahnneigungen. Dann gibt es Konkurrenz, das OneWeb, aber alles deutlich weniger Satelliten, auch vom Ziel her. Und es gibt noch weitere, andere, wo ich also teilweise Zahlen oder widersprüchliche Zahlen gefunden habe. Auch die Chinesen bauen daran, Iran baut sogar oder hat Ideen, da was zu machen. Also es gibt verschiedene Nationen, die das betreiben möchten. Kurz zu dem Projekt Starlink. Also das ist von der Firma SpaceX, die kennt ja im Prinzip jeder, der sich ein bisschen damit befasst, gegründet von Elon Musk, der ja auch die Tesla-Autos und so weiter, X, Twitter und auf die Geschichte will ich gar nicht eingehen. Also das Ziel ist, dass man ein schnelles Internet überall auf dem Globus hat. Und das ist eigentlich eine tolle Zielstellung und die ist im Prinzip auch schon erreicht. Man kann also mit so einem System, und das ist eigentlich in Deutschland gar nicht mal teuer, ich habe da also auch nochmal geguckt bei starlink.com und in der deutschen Seite, also 450 € muss man einmalig bezahlen und 50 € pro Monat. Das ist eigentlich so schlecht nicht und man braucht nur einen Blick zum Himmel sozusagen. Also in der Höhle wird es nichts, aber wenn man irgendwie einen Garten hat oder einen Balkon oder sowas, müsste das eigentlich gehen, dass man da das hat und das ist eigentlich nicht verkehrt. Und wie gesagt, es sind also 5.300 Satelliten im Orbit und angeblich, das steht auch in der Wikipedia und man liest woanders, dass also seit 2023 ist das profitabel und es sind 2,2 Millionen Nutzer weltweit. Aber wenn man das jetzt ausrechnet, wie viel man damit verdient, also praktisch 600 € im Jahr, mal 2,2 Millionen, das sind also praktisch 1,2 Milliarden €. Die Kosten, die man dann liest an der Stelle, liegen bei 10 Milliarden pro Jahr. Also irgendwie ist das widersprüchlich, was ich da gefunden habe. Na gut, also ist ein tolles Projekt und wir werden auch sehen, dass es also wirklich technisch herausfordernd ist, auch sozusagen mit der Steuerung der Satelliten dann, wenn die einmal unterwegs sind. Die Idee ist auch, dass man jetzt nicht nur Satelliten hochschießt, sondern dass die nach einer gewissen Zeit auch wieder deorbitet werden. Das heißt also nach einer nominalen Betriebszeit von 5 Jahren, habe ich gelesen, ich glaube auf 10 Jahre, werden die also absichtlich wieder zum Absturz gebracht, über dem stillen Ozean meistens und durch neue ersetzt. Ja, so sieht so eine Antenne aus und da gibt es noch einen WLAN-Router dazu, also eigentlich gar nicht viel Technik. Das ist so ein Phasenarray, irgendwie so groß und dann stellt man sich hin und hat Internet. Ist schon toll. Hier sind mal im Größenvergleich zur Erde mal dargestellt, wie nah die Satelliten eigentlich über der Erde schweben. Also nicht nur die Starlink-Satelliten, auch alle anderen, die ich vorhin genannt habe, also die erdnahen, also sozusagen Erdradius und ungefähr in gleicher Skala, also die beiden Orbits, 380 und 550 Kilometer Höhe. Also die werden zunächst auf so eine Parkbahn geschossen, mit der Rakete dort ausgesetzt und werden dann weiter mit Ionenantrieb so über Wochen hinweg auf die eigentliche nominelle Bahn hochgeschoben. Wir werden gleich sehen, die Hauptsatelliten haben also eine Bahnneigung von etwas mehr als 50 Grad. Oder hier 60 Grad, ein bisschen drunter. Das würde bedeuten, dass man die Pole nicht abdeckt, aber allgemein an den Polen leben noch nicht so viele Leute, die Internet brauchen. Aber auch um das zu erreichen, gibt es also inzwischen auch Polarbahnen, die über beide Polen hinwegfliegen. Es war auch mal ein Gespräch, Relaisstationen in noch höher aufzubauen, aber das ist anscheinend verworfen. Ja, und man kann jetzt, das möchte ich kurz zeigen, eine interessante Webseite aufrufen. Wer die noch nicht kennt, unbedingt zu empfehlen, heavensabove.com und da kann man
darstellen, sozusagen alle Satelliten. So sieht das aus. Das ist also live. Und das ist schon gigantisch. Wie viele Satelliten? Das ist nur Starlink. Das sind 5000 Satelliten. So, jetzt kann man hier auch das Ganze noch drehen. Und da sieht man hier unter anderem solche Striche hier, also wo so verschiedene Starlinks hintereinander sind. Und wer Starlink schon mal gesehen hat, wird sich erinnern, die sind also in solchen Ketten unterwegs. Und das sind also praktisch die Bündel von Satelliten, die also immer gemeinsam mit einer Rakete gestartet worden sind. Ja, also hier kann man also überall nachgucken, wo die gerade sind. So sehen die ungefähr aus, also die ersten. Das heißt also, hier unten hat man den eigentlichen Satellitenkörper und hier oben die Solarzellen, die dann so ausgeklappt werden und praktisch so drüber stehen. Und die Idee ist, dass der Link zwischen den Satelliten zunächst per Funk, aber inzwischen auch per Laser funktioniert so, dass wenn ich also praktisch zwischen den Stationen A und B kommunizieren will, dann wird das also über verschiedene Satelliten geroutet und dann wieder zur Erde. Natürlich ändern sich diese Konstellationen permanent, weil die Satelliten sich ja bewegen. Das heißt also ständig werden also praktisch die Nachbarsatelliten eingepeilt und dort werden die entsprechenden Informationen weiter geroutet. Das ist eine tolle Sache, dass das funktioniert und sich alles noch bewegt. Also allein, dass das Internet mit stationären Routern funktioniert, ist ja eigentlich schon ein Wunder, an das wir uns gewöhnt haben. Und jetzt diese Stationen bewegen sich nur noch im All mit 8 Kilometer pro Sekunde. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Wunderbar, und eigentlich würde man sagen, ist ein tolles Projekt. Machen wir es doch einfach, unterstützen das Projekt, und warum kümmert uns das eigentlich? Nun, man hat gesehen, nachdem die ersten Satelliten gestartet wurden, 2019, 2020, dann ging es richtig los, dass sie relativ hell sind. Und zwar, wenn die in ihrem Parkorbit sind die erste bis dritte Größe. Und ich muss auch sagen, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich habe gar nicht begriffen, was ich da sehe, weil plötzlich so viele, also so an so einer Kette, die waren noch schon ziemlich weit auseinander, da kam also ein Satellit angeflogen. Und da kam noch einer angeflogen und dann kam noch einer angeflogen und noch einer und noch einer und noch einer. Das war richtig beängstigend irgendwie, und später habe ich dann auch mal solche Gruppen gesehen, die also kurz nach dem Start noch sehr nah beieinander sind. Ich zeige gleich Bilder. Das war schon merkwürdig, oder wenn die dann auseinander sind, da weiß man gar nicht, was bewegt sich denn eigentlich und was ist denn jetzt ein Sternbild und was sind denn Satelliten. Das war sehr komisch. Ja, wenn die dann auf ihren hohen Bahnen sind, dann sind sie schwächer, 5. Größe, 6. Größe. Und mitunter gibt es aber Flares, ich zeige gleich ein kleines Video dazu, bis Venushelligkeit oder darüber. Wenn man natürlich jetzt Astronomie betreibt und macht Aufnahmen, jetzt mal vom einfachen Gucken in den Himmel abgesehen, das stört das schon irgendwie. Und wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass damals ja erst nur ein paar hundert Satelliten oben waren und man hat das so auffällig gesehen und es soll mal ein paar 10.000 werden, dann ist das schon beängstigend, die Vorstellung. Ja, dieses Bild hier ging damals quasi um die Welt, oder zumindest um die astronomische Welt, auf dem Cerro Tololo mit einem 4-Meter-Teleskop so richtig in so eine Aufnahme so reingeflogen, und die Astronomen waren also erschrocken auch, können wir jetzt überhaupt noch Astronomie machen. Das war auch der Komet Neowise, kann sich vielleicht noch ein oder andere erinnern. Ja, da gab es auch solche, ich meine nicht immer, klar, aber man macht eine Aufnahme, freut sich, die ist im Kasten und dann schaut man an und dann ist das also so völlig versaut. Oder hier der Orionnebel. Also man investiert ja auch viel Zeit. Ne? Also wenn man sozusagen als Liebhaber-Astronom aufnimmt, okay, dann muss man es halt wieder machen, aber große Teleskope kosten ja auch richtig Geld. Ne? Deswegen man baut sie halt, um sie leistungsfähig zu haben. Auch wir in Sonneberg, wir haben so eine digitale Himmelsüberwachung. Hier ist mal so eine Aufnahme und man sieht hier in dem Bereich, dass also die Satelliten, ich weiß nicht, entweder in den Erdschatten gegangen sind oder aus dem Erdschatten rausgekommen sind. Deswegen verschwinden die hier so ein bisschen. Ja, wir haben auch so eine All-Sky-Überwachung laufen, also eine All-Sky-Kamera, die also permanent in jeder Nacht Aufnahmen macht, also immer 20 Sekunden belichtet, ausliest, wieder 20 Sekunden belichtet, und da kann man dann so einen Film draus machen. Und hier sieht man also auch solche Spuren, ne? Also hier hintereinander, das ist sozusagen so eine Kette von Starlink-Satelliten, und als Film sieht das dann so aus. Also jetzt wird es also dunkel, das rechts ist der Mond, das war die ISS. So, und jetzt kommt hier so eine Kette angerauscht.
Und wenn man Glück hat, gibt es solche Flares. Da sieht man also, dass es genau sozusagen der Punkt ist, wo man also die Sonne reflektiert wird. Ich gehe nochmal zurück, aber jetzt passiert nicht mehr viel. Gut, also die ISS kommt und jetzt kommen also die Satelliten und hier gibt es dann, gut, war ein bisschen zu spät, eben solche Flares. Man sieht auch, dass dieser Punkt, wo es die Flare gibt, noch ein bisschen wandert, eben weil sich die Erde weiter dreht. Und das ist durchaus Venushelligkeit. So sieht so eine Kette aus, mit einem länger belichtet. Hier im Vordergrund sieht man also hier den Mast von unserer Skypole-Anlage. Und das ist also kein Meteor, wie man denken könnte auf den ersten Blick, sondern das sind also irgendwie 60 Satelliten. Und die Aufnahme dauert ein paar Sekunden, deswegen ist das so als Strich verschoben. Und das ist jetzt ein ganz hässliches Bild, aber erst, also praktisch vor 2,5 Wochen, da habe ich das wieder gesehen und habe erstmal schnell das Handy gezückt und natürlich hält man nicht still, so ein paar Sekunden. Und das ist also so eine Kette hier, also kann man abzählen, sind 22 Satelliten, die also so sozusagen als Wurm, irgendwie so über den Himmel gekrochen kamen und dann im Erdschatten verschwanden. Sehr eindrucksvoll. Ja, wie kommen diese Reflexe und diese Punktketten zustande? Nun, um also nicht jeden Satelliten einzeln hochzuschießen, gibt es also so ganze Gruppen, also so eine starke Falcon 9 Rakete von SpaceX, die kann also bis zu 60 solche Satelliten mit einem Mal hochtransportieren. Die sind also entsprechend zusammengefaltet, also die Satelliten sehen auch sozusagen relativ flach aus und das Solarpanel wird dann also ausgeklappt. Und es gibt also verschiedene diffuse Reflexionen an den Teilen des Satelliten oder eben auch direkte Reflexionen an der Unterseite oder an den Solarpanelen. Ja, also links, das ist also die Orientierung, das hatte ich ja vorhin schon gezeigt in diesem künstlerischen Bild. Also man sieht hier unten sozusagen den eigentlichen Satellit, ungefähr, ja, ich weiß gar nicht, 200, 300 Kilogramm schwer und so vielleicht 2-3 Meter groß. Und das ist also der ausgefahrene Sonnenpaneele, die sogenannte Haifischflosse. Und wenn die noch unterwegs sind, dann sind das offene Buch, dann ist das noch so umgekippt sozusagen, solange sie noch nicht auf der Nominalbahn sind. Ja, hier hat man nochmal die verschiedenen Reflexionen, also das ist sozusagen auf der Nominalbahn, da ist das hier oben und dann reflektiert im Wesentlichen die Unterseite. Und hier, wenn die also noch an dieser Buchposition sind, dann reflektiert zur Erde eben auch diese Solararray und auch ein bisschen der Körper des Satelliten selber. Ja, so sieht das also aus. Und was man gemacht hat, also SpaceX hat sich also relativ kooperativ verhalten, nachdem die ersten Beschwerden kamen und hat gesagt, okay, wir machen was. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass also die Antennenarrays, die also zur Erde runterschauen, das sind also die, mit denen kommuniziert wird, dass die also dunkel gemacht worden sind. Im Weiteren hat man dann noch solche Visoren angebaut, also so eine Art Klappen, die man noch so irgendwie ausfahren kann, um also das Sonnenlicht abzuschirmen. Das mit dem Dunkelmachen ist prinzipiell ein Problem bei Satelliten, weil wenn viel Elektronik an Bord ist, der Satellit heizt sich auf und muss die Wärme loswerden. Und da wir da oben nichts haben, was konvektieren kann, geht es also nur über Strahlung. Das ist ein grundsätzliches Problem von Satelliten, dass sie ihre Leistung wieder loswerden müssen. Deswegen ist das Dunkelmachen von Oberflächen problematisch. Also sie müssen immer irgendwie in irgendeiner Richtung müssen sie abstrahlen, das geht halt nur mit hellen Oberflächen so richtig. Ja, wie gesagt, SpaceX zeigt sich kooperativ und man hat also Gespräche und Tagungen mit der amerikanischen astronomischen Gesellschaft gemacht und hat versucht, Lösungen zu finden. Hat also versprochen dann, also innerhalb einer Woche sollten also die Satelliten nach dem Start nicht mehr sichtbar sein. Ja, also unser Ziel ist es, dass die Starlink-Satelliten 7. Größe oder besser werden oder noch schwächer werden. Und nun wissen wir, 7. Größe, also 6. Größe ist das, was man mit dem bloßen Auge gerade noch sehen kann. 0. 1. Größe sind die hellsten Sterne. Dann kann man fragen, okay, warum 7. Größe? Warum nicht 15. oder 20. Größe? Naja, ich denke mal, im Sinne von aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn das nicht mehr auffällt am Himmel, dass die da rumkreuzen, ist man sich nicht so sehr bewusst, dass es da dieses Problem gibt, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Hat SpaceX dieses Versprechen eingelöst? Ja, kann man sagen. Also sie sind dunkler geworden, die neueren. Aber dennoch gibt es also ein Problem. Und zwar, das ist also eine neuere Arbeit,
Hier hat man also in den letzten Jahren, in den letzten wenigen Jahren, mit automatischen kleinen Teleskopen, die also den ganzen Himmel überwachen, eben auch dadurch zufällig immer Starlink-Satelliten aufnehmen, mal dargestellt, wie hell die sind. Und man sieht also, der Phasenwinkel ist hier aufgetragen. Also der Phasenwinkel ist praktisch der Winkel vom Satelliten aus gesehen zwischen Richtung Sonne und Richtung Beobachter. Das ist der Phasenwinkel. Man sieht also bei 90 Grad ist das also relativ harmlos. Da sind die also zumindest mit dem bloßen Auge nicht mehr sichtbar, 7., 8. Größe. Hier bei Phasenwinkel 30 Grad. Das heißt also, wenn Sie sozusagen, wenn man so ein spitzes Dreieck hat oder bei 180 Grad werden die dann also durchaus heller und flären dann auch, also zeigen dann gewisse kurze Lichtreflexe. Sodass also sie schon eigentlich immer noch ab und zu sichtbar sind, nicht mehr so häufig, aber sie stören eben doch. Und fürs bloße Auge sind sie also, sagen wir mal, im Wesentlichen verschwunden. Wir haben also nicht mehr die Situation wie 2020. Aber wenn man also Astrofotografie macht und eben richtige Forschungsprogramme, dann ist das natürlich schon ein Problem. Ja, also wir haben durch diese Megakonstellation eine Beeinträchtigung der Wissenschaft, das muss man so sagen. Wir haben also diese Striche und wir haben diese Flares, die dann also sozusagen helle Punkte sind, die dann also auftauchen. Natürlich bewegen sich die Satelliten, das heißt, es gibt einen hellen Strich in einer Aufnahme, je nach Belichtungszeit. Relativ neu hat man festgestellt, ich meine, wenn wir hier auf der Erde ein elektronisches Gerät bauen, dann muss man nachweisen, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass die also keine Störstrahlung abgeben, ne? Also dass man nicht andere elektronischen Instrumente beeinträchtigt. Das gilt aber nicht für Satelliten. Dort gibt es solche Absprachen und solche Zwänge nicht. Und man hat jetzt also festgestellt, dass die Elektronik leckt. Also es gibt ja praktisch verschiedene Frequenzbänder, die also für die Astronomie, für die Astrophysik reserviert sind. Und in diesen Frequenzbändern darf niemand sonst senden. Und daran hat sich auch SpaceX gehalten. Wir haben also andere Frequenzen, aber die Elektronik leckt sozusagen, die ist nicht abgeschirmt da oben. Das heißt also, bei ungefähr 150 Megahertz tritt dort also Strahlung aus dem Körper des Satelliten. Und das ist ungefähr das Maximum der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist hier Pressemitteilung der Uni Bonn. Ja, also hier unten sieht man so angedeutet, das sind diese LOFAR-Antennenarrays, wie sie also in Effelsberg stehen, wie sie auch in Tautenburg stehen und noch an ein paar anderen Stellen in Deutschland. Und das ist so ein europaweites Projekt. Ja, die haben also festgestellt, das stört gewaltig. Ja, dann ist noch ein Problem, das immer stärker wird, ist nämlich die Detektion von erdnahen Asteroiden. Also wir überwachen ja seit einigen Jahrzehnten den Himmel immer tiefer, immer besser, um unter anderem auch, sagen wir mal, ein Inventarverzeichnis zu bekommen von allen Asteroiden, die uns irgendwie potenziell gefährlich werden könnten. Das klappt schon sehr gut. Und da wissen wir eigentlich eine ganze Menge und können sagen, dass wir also 99 oder mehr als 99% aller Körper, die, sagen wir mal, größer als 300 Meter sind, die kennen wir. Außer der Bereich innerhalb der Erdbahn. Und das sind die sogenannte Artengruppe. Das sind also Objekte, deren Bahnhalbachse kleiner als eine astronomische Einheit ist. Und wir wissen ja von Merkur und Venus, wann sehen wir Merkur und Venus? Wir sehen sie in der Dämmerung. Okay, die Venus hat einen größeren Abstand, sehen wir auch in der Nacht gegebenenfalls. Aber Merkur können wir nur in der Dämmerung beobachten, und zwar Richtung Sonnenuntergang oder Richtung Sonnenaufgang am Morgen, je nachdem. Und genauso ist es mit diesen Objekten, wenn die also praktisch aus Richtung Sonne geflogen kommen, dann kann man sie nur detektieren in der Dämmerung. Und wenn dort natürlich der ganze Himmel mit Satelliten vollgepackt ist, dann ist das natürlich problematisch. Wir werden auch sehen, also es gibt eine grundsätzliche Gefährdung der wissenschaftlichen Raumfahrt. Also wir freuen uns über Satelliten, und wir haben ja gerade gesehen, JUICE-Missionen, gut, die sind schon unterwegs, aber auch neue Missionen, die müssen ja da oben irgendwie durch diese Hülle um die Erde. Und was mit der Hülle um die Erde passiert, das werden wir gleich sehen. Gut, nun sind die Starlink-Satelliten nicht allein. Das heißt, sie bilden also dieses Netzwerk, was wir vorhin gerade gesehen haben, aber dort kreisen in dem Bereich ja auch noch andere Satelliten. Das Hubble-Teleskop etwa in gleicher Höhe. Dann kann man sich überlegen, also wenn die da also so durcheinander wuseln mit durchschnittlichen Relativgeschwindigkeiten von 10 Kilometern pro Sekunde, begegnen die sich natürlich. Und nun haben wir alle im Physikunterricht oder im Physikstudium gelernt, wenn man ein Gas hat, die Zahl der Kollisionen im Gas steigt quadratisch mit der Zahl der Moleküle oder der Atome da drin. Und nun sind es ja nicht gleich Kollisionen, aber die Zahl der Begegnungen steigt quadratisch. Und je mehr wir hochschießen, umso mehr Begegnungen gibt es.
Und tatsächlich ist es so, dass also diese Starlink-Satelliten 5000 Mal können die mit dem Ionentriebwerk Gas geben und sozusagen Bahnmanöver machen, und 350 solche Bahnmanöver sind reserviert, um solche Ausweichmanöver zu machen. Wie sieht so ein Ausweichmanöver aus? Also wenn so ein Satellit angeflogen kommt, der geht jetzt nicht höher oder tiefer sozusagen, also nicht seitlich, sondern man gibt sozusagen in Flugrichtung oder Gegenflugrichtung Gas, und das dritte Keplersche Gesetz, wenn wir also abbremsen, dann sozusagen fallen wir ein bisschen runter, wenn wir ein bisschen Gas geben, heben wir uns wieder an, und dadurch kommen wir früher oder später sozusagen an der entsprechenden Kollisionsstelle an, und dadurch wird das vermieden. Jetzt werden es aber immer mehr sozusagen, die können natürlich auf sich selber aufpassen, das ist sicherlich machbar, aber sie sind ja nicht allein. Es gibt diese anderen Megakonstellationen, es gibt die schon vorhandenen Satelliten, es gibt die Satelliten, die niemand kennt. Und alles das muss, und es gab ja Zwischenfälle also vor wenigen Jahren zwischen dem Starlink-Satellit und der chinesischen Raumstation. Da haben dann die Chinesen geschimpft, ihr habt uns nicht richtig informiert, und da haben dann die Amerikaner gekontert, naja, also ihr sagt uns ja auch nicht, wo ihr lang fliegt. Und das sind natürlich solche Sachen, da muss man sich abstimmen. Die Frage ist also, bleibt dieses System stabil? Dieses dynamische System, was ständig geregelt werden muss. Wehe, es geht etwas schief. Und wenn was schief geht, dann haben wir Weltraummüll. Und hier sind mal, da gibt es eine interessante Seite, die habe ich hier unten angegeben, die Zahl des Weltraummülles in Zahlen. Also seit 1957 haben wir 6.500 Raketenstarts weltweit. 17.000 Satelliten wurden platziert. Das Wesentliche sind da schon drunter die Starlink-Satelliten, ne? Also aus dieser Zahl. Davon sind die, ja, Sie können es ja selber lesen, welche Zahlen da an Satelliten noch im Orbit sind, wie viel davon noch funktionieren und wie viel von diesen Überwachungsnetzwerken regelmäßig verfolgt werden. Die Zahl der Kollisionen oder was sonst immer passiert, 640 im Laufe der 60 Jahre. Das ist eine ganze Menge. Und interessant wird es dann hier unten, der Space Debris, also der Weltraummüll. Objekte, die größer sind als 10 cm, haben wir so und so viel. Da zählen die hier natürlich auch mit dazu. Größer als 1 cm sind es schon 1 Million, und wenn ich zu klein übergehe, 130 Millionen, die da irgendwie rumschwirren, die natürlich nicht mehr überwacht werden. Das ist nur eine Abschätzung. Das ist also die Zahl der getrackten Objekte, und man sieht hier ein Ansteigen seit Beginn der Raumfahrt, sozusagen der gesamten aktiven Objekte. Das ist also die Zahl der nicht mehr, also der toten Satelliten, die übergeblich geblieben sind, die Zahl vom Space Debris. Und hier sieht man also, wie sozusagen diese Zahl, die man überwachen muss, hochgeht. Und als die Chinesen 2007 oder 2008 einen eigenen Satelliten abgeschossen haben, dann hat sich also die Zahl des Weltraummülls um 30% erhöht. Hier gab es eine Kollision zwischen einem russischen Satelliten, einem Kosmos-Satelliten und einem Iridium-Satelliten. Iridium war auch so ein Kommunikationssystem, gab immer tolle Flares, aber die waren ganz eindrucksvoll. Konnte man die Leute mit beeindrucken, sagt, also dort an der Stelle wird in den nächsten 2 Minuten ein heller Stern aufleuchten. Quatsch, woher weißt du das? Und es leuchtete dann auf. Das war immer toll, aber leider, die arbeiten nicht mehr so richtig. Ja, und man sieht dann also hier, dass also die Zahl der Satelliten steigt an, auch die des Weltraummülls. Und das ist also hier diese Phase, wo also SpaceX losgeht. Ja, um das mal deutlich zu machen, welche Energien da auftreten. Ich habe hier ein kleines Steinchen, wiegt ungefähr 1 Gramm. Um mal eine Vorstellung zu haben, wie viel Energie da drin ist, wenn wir also 1 Gramm dieses Steinchen hier oder halt was anderes, was 1 Gramm wiegt, mit 10 Kilometer pro Sekunde bewegen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Energie da drin steckt, kann man ausrechnen, die Bewegungsenergie im halben V-Quadrat sind ungefähr 50 Kilojoule. Gut, sagt man. Also wenn man normal, so wie ich, isst, das sagt also die Ernährungsberater, 8000 Kilojoule braucht man. Also gut, ist nicht so viel. Aber wenn man jetzt sich das mal überlegt, wie viel das in anderem Vergleich ist, wenn ich also ein Glas Wasser mit dieser Energie, also 150 Milliliter, kann ich also von 20 auf 100 Grad erhitzen. Mit diesem kleinen Steinchen bei 10 Kilometer pro Sekunde. Oder, um noch einen anderen witzigen Vergleich zu haben mit potenzieller Energie, wenn ich ein Tesla Modell 3 nehme, wiegt ungefähr 2 Tonnen, das kann ich mit dieser Bewegungsenergie um 2,5 Meter anheben. Ja, also kriegt man mal ein Gefühl, welche Energien da eine Rolle spielen.
Ja, und jetzt gibt es das sogenannte Kessler-Syndrom. Donald Kessler war ein NASA-Mitarbeiter und der hat sich schon in den 70er Jahren überlegt, Leute, damals waren ja nur wenige hundert Satelliten im All, hat sich überlegt, wie ist denn das, wenn wir immer mehr hochschießen und immer mehr hochschießen, immer mehr hochschießen, die dann also sich da oben bewegen, ist unwahrscheinlich viel Platz. Aber die Kollisionswahrscheinlichkeit ist eben nicht null. Und er warnte davor, dass man also Satelliten zerstört. Also besser ist es, sie als Ganzes im Orbit zu lassen, weil eine Trümmerwolke, eben kleine Teilchen kann man nicht verfolgen, kann man nicht vorhersagen. Und eine Trümmerwolke ist schwierig. Also in einem einzelnen Objekt können sie ausweichen, gegebenenfalls, aber in einer ganzen Wolke, die mit jedem Umlauf immer größer wird, wird immer schwieriger auszuweichen. Das ist also nicht aufhaltbarer Prozess. Und deswegen heißt das Ganze das sogenannte Kessler-Syndrom. Völlig unabhängig von Starlink und anderen Megakonstellationen ist man sich dieses Problems bewusst. Und trotzdem häufen sich die Satelliten an. Ja, also natürlich durch die Bremsung durch die Erdatmosphäre fallen die meisten Satelliten wieder runter irgendwann. Also die auf den niedrigen Bahnen, bei denen dauert das, je nachdem wie hoch sie sind, ein paar Tage, Monate, Jahre. Höhere Bahnen, 2000 Kilometer Höhe, da dauert es wahrscheinlich schon ein paar tausend Jahre, bis die von alleine runterfallen. Hängt auch davon ab, wie groß der Satellit ist, also wie groß sozusagen Masse zu Flächenverhältnis ist. Ja, die Frage ist, droht in absehbarer Zeit das Ende der Erden- und Raumfahrt? Und diese Frage muss man sich ernsthaft stellen. Das ist nicht bloß so dahergeredet. Außerdem das Problem, wo verglühen die Satelliten? Ich hatte vorhin gesagt, die orbiten über dem Pazifik. Und wenn man sich aber überlegt, wir haben jetzt also, sagen wir mal, 40.000 Satelliten und die haben eine Lebensdauer von 5 Jahren, dann müssen sie ersetzt werden, oder 10 Jahren, dann heißt das, dass also pro Jahr 4.000 bis 8.000 neu hochgebracht werden müssen und auch deorbitet werden müssen. Das sind also pro Tag sozusagen 10 bis 20 Stück, die da irgendwo runterfallen. Wenn man das dann irgendwie nicht mehr im Griff hat, dann gibt es also statistisch über die ganze Welt Abstürze. Angeblich verglühen die komplett und wahrscheinlich stimmt das auch, aber gibt wahrscheinlich dann neue interessante Feuerkugeln, Meteore am Himmel zu sehen. Man kann sozusagen, aus den Megakonstellationen wird eine Megakollision. Also es gibt unbeabsichtigte Kollisionen, dem irgendwann was mal schief geht. Man kann sich vorstellen, dass es vielleicht mal einen Softwarefehler gibt. Wir alle kennen Software. Wir brauchen bloß unseren Laptop aufzuschlagen und Programme. Wir wissen, was da passieren kann. Wir haben alle eine Erfahrung damit. Und sicherlich haben die sich da oben mehr Mühe gegeben, hofft man. Trotzdem machen die auch Fehler. Denken Sie an unsere Bankensysteme, wo viel Geld bewegt wird, auch dort gibt es Fehler. Und warum soll es da oben nicht auch Fehler geben? Also kann man nicht ausschließen. Dann aus irgendeinem Grund ein Ausfall der Kommunikationsstruktur. Die wissen nicht mehr, ob sie korrigieren sollen oder nicht für eine gewisse Zeit. Dann, wir hatten es ja vorhin schon gehabt, SpaceX mit China, den anderen Systemen. Also innerhalb des Systems werden Sie schon darauf achten, aber man muss sich mit allen, die da oben, muss man sich absprechen. Und da kann es natürlich auch Absprache, Protokollfehler geben, Übertragungsprobleme und so weiter. Von kriegerischen Auseinandersetzungen oder vom Hacking will man jetzt, lassen wir mal völlig beiseite. So, und dann ein Punkt, wo ich mich wundere, dass der nirgendwo eigentlich auftaucht. Es gab beispielsweise den Fall bei einer Satelliten-Starlink-Gruppe, praktisch vor 2 Jahren, sind 49 Satelliten mit einer Rakete gestartet. Und da gab es einen Sonnensturm, einen G2-Sturm. Also G1 ist die niedrigste Stufe, G2 ist schon ein bisschen mehr. Und das war aber noch im unteren Bereich. Also die waren noch nicht weiter oben, sondern noch in der 380 Grad Höhe. Dadurch, dass bei einem Sonnensturm die Erdatmosphäre aufgeheizt wird, ist die Bremsung völlig anders. Das heißt also, die haben das mit ihren Ionentriebwerken nicht mehr geschafft, da wegzukommen. Und dann hat man gesagt, okay, die orbiten wir, die lassen wir abstürzen. Von den 49 sind 38 abgestürzt und 11 konnte man noch in den eigentlichen Orbit retten. So, jetzt haben wir aber solche koronalen Massenauswürfe, die zu geomagnetischen Stürmen führen. Hier haben wir ein Bild der Sonne und was man hier links sieht, ist also so ein koronaler Massenaufwurf, hängen mit dem Magnetfeld der Sonne zusammen. Und das geht sozusagen mal hier in den Raum, mal da in den Raum und manchmal eben auch Richtung Erde. Und dann haben wir schöne Polarlichter. Aber wenn es richtig hart kommt, dann haben wir auf der Erde ein echtes Problem, nicht nur mit den Satelliten. Es gab, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das sogenannte Carrington-Event 1849. Da gab es also offenbar so einen Sonnensturm.
Das geht auch parallel mit Sonnenbeobachten. Man hat riesige Sonnenfleckengruppen auf der Sonne beobachtet und es ging ein Sturm genau Richtung Erde. Das hat also in Amerika geführt zu, es gab also schon Überlandleitungen, gab Telegrafenleitungen. Dort wurde also massig Spannung induziert. Das hat also überall gefunkt und geblitzt und ging viel kaputt. Wenn so etwas heute passiert, überlegen Sie mal, wie unsere Elektronik geschützt ist dagegen. Brauchen wir nicht weiter zu kommentieren. Und das wird da oben genauso gehen. Und wenn das muss ja nicht mal so ein Event sein, aber wenn so ein Sonnensturm mal Richtung Erde kommt und man kann sich überlegen, von, sagen wir mal, 40.000 Satelliten fällt nur 1% aus, dann sind das plötzlich 400 Satelliten, die nicht mehr steuerbar sind, die dann einfach sozusagen als totes Klumpen rumfliegen und dann in dieser Dichte. Das heißt also, es wird so eine Kettenreaktion geben. Und man kann das ungefähr vergleichen. Ich habe lange überlegt, irgendwie einen Vergleich. Es gibt in der Feuerwehr oder im Brandschutz die sogenannte Brandlast. Das ist also sozusagen die Menge von brandbarem Material und welche Wärme entwickelt das, wie hat es dann auf andere Geschosse, auf andere Gebäude und so weiter Auswirkungen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Wiese, und Sie kriegen Holz geschenkt oder schlagen Holz ein und machen einen Holzstapel und dann dort einen Holzstapel und Sie wissen, aha, manchmal geht jemand mit einer Zigarette lang oder der Blitz schlägt ein, kann ich löschen, den kann ich auch löschen. Und jetzt kriegen Sie noch mehr Holz geschenkt. Packen Sie da immer schön im Abstand, jetzt kriegen Sie noch mehr Holz geschenkt. Jetzt wird das richtig dicht. Und wenn es dann losgeht, dann ist Schluss, dann können Sie es nicht mehr löschen. Und so ähnlich ist es da oben. Wir sammeln da immer mehr an und vertrauen darauf, ach, es wird schon gut gehen. Und also eigentlich ist es, wenn man es richtig überlegt, ist es eigentlich so unverantwortlich, was wir da machen. Wir vertrauen darauf, es wird gut gehen. Und so ein Sonnensturm kommt, man kann sich überlegen, wie sähe das denn aus, wenn das passiert, wenn also sozusagen aus dem so ein Megacrash, die Megakollision. Ne, also nach und nach, wenn also die ersten Objekte, also werden praktisch, es gibt mehr und mehr Zusammenstöße, aus den Satelliten werden Trümmerwolken. Das heißt also, Satellitenteile stürzen dann nicht mehr nur im Meer ab, sondern unkontrolliert in allen Richtungen. Nach und nach verteilen sich diese Trümmerwolken um die Erde herum. Das heißt also, man hat irgendwie sozusagen wahrscheinlich einen Schleier aus kleinen Teilchen. Der Himmel dürfte aufgehellt werden, denke ich mal. Aber Sterne wären wahrscheinlich noch zu sehen. Und wenn es also viele kleine Teile sind, sieht man die auch nicht einzeln mit bloßem Auge, aber sozusagen als diffuses, also wie wenn man Staub hat. Und dann, nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten, gibt es einen interessanten Effekt, weil alle diese Wolken kollidieren ja miteinander. Am Ende, diesen Effekt haben wir noch woanders in der Astrophysik, nämlich in den Akkretionsscheiben oder beispielsweise bei den Saturnringen. Saturnringe, die Vorstellung, es gab da mal einen Mond, der war also dem Saturn sehr nahe, sodass also die Gezeitenkräfte des Saturn stärker waren als die inneren Bindungskräfte des Mondes und dann hat es den zerrieben und natürlich hatte der insgesamt einen gewissen Drehimpuls, also praktisch eine Ebene, auf dem der Drehimpulsvektor senkrecht steht und alle Teilchen, die sozusagen schräg dazu sind, kollidieren ja bei jedem Umlauf zweimal mit den anderen. Und das führt dazu, dass das ganze System abgeflacht wird. Und deswegen sind die Saturnringe eben nur 100 Meter dick und ein paar 100.000 Kilometer groß. Und das Gleiche dürfte dann hier passieren. Nach und nach kollidieren die. Das heißt also, wir werden einen Ring um die Erde in der Äquatorebene haben, weil das sozusagen der resultierende Drehimpuls ist. Dann wird man, das ist jetzt meine Spekulation, aber das kann man vielleicht auch mal durchrechnen. Vielleicht hat von Ihnen schon mal jemand das Zodiakallicht gesehen. Ist jetzt im Frühjahr übrigens schön im Westen. Da steht also in unseren Breiten steht die Ekliptik schön steil nach Sonnenuntergang. Suchen Sie sich mal einen dunklen Ort, also so im April rum ist es eigentlich ganz günstig, Richtung Westen gucken, Sonne ist untergegangen. Also man muss wirklich einen dunklen Ort haben und dann sieht man hier so ein aufsteigendes Licht, das ist das Zodiakallicht, das Tierkreislicht entlang der Erdbahnebene. Also die Vorstellung ist, dass also durch Kometen und so weiter Staub eingetragen wird, sich in der Ekliptikebene ausbreitet und das wird also diffus reflektiert. Und das ist also, kann ganz schön hell werden. Ne? Also hier sieht man zum Vergleich die Milchstraße. Sozusagen die Vorhersage wäre, dass wir dann neben dem Zodiakallicht haben wir noch ein drittes, das ist ein Äquatoriallicht oder wie man das auch immer nennt, bestehend aus den ganzen Trümmern unserer Satelliten, die wir hochgeschossen haben. Ja, was kann man dagegen tun?
Nun, zunächst muss man das Problem benennen, so wie heute, ein Bewusstsein dafür schaffen und überlegen, was kann man dagegen tun. Die Fachastronomen sind dann natürlich auch dran, denen ist das auch sehr bewusst. Ich hatte mich gestern Abend mit dem Michael Kramer unterhalten und den sorgt auch eher dieses Kessler-Syndrom. Mal von den aktuellen Problemen mit den 150 Megahertz abgesehen. Und deswegen hat die Astronomische Gesellschaft eine Stellungnahme dazu abgegeben und es gibt auch so ein Paper Schutz des Himmels. Und Michael Kramer, der bis letztes Jahr Chef der Astronomischen Gesellschaft war, hat als Präsident an verschiedene Ministerien angeschrieben und das DLR. Und es gibt eine Arbeitsgruppe Satellitenkonstellation innerhalb des Arbeitskreises der Astronomischen Gesellschaft Lichtverschmutzung. Und die IAU, die Internationale Astronomische Union, hat ein Center zum Schutz des dunklen und ruhigen Himmels eingerichtet. Dort gibt es also auch Informationen. Aber anscheinend scheint es nicht so viel zu helfen, was die machen. Und den Tipp gab mir auch der Michael Kramer gestern. Er meinte, also die vielleicht noch helfen könnten, das noch zu stoppen, sind vielleicht das Militär und die Geheimdienste, denn deren Satelliten fliegen da oben ja auch rum. Und das wollen die natürlich auch nicht, dass man das nicht mehr machen kann. Vielleicht schreiten die ein oder keine Ahnung. Aber im Moment sind wir dabei, sozusagen immer mehr Holz auf diese Wiese zu packen. Oder immer mehr Benzin in unsere Garage zu stellen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Zusammenfassend zum Thema Sternenhimmel AD. Also einerseits, diese Megakonstellationen sind natürlich eine tolle Sache, ein Hightech-Projekt an der Grenze des Machbaren. Das Ziel, die Welt mit Internet zu versorgen, ist eigentlich ein tolles Ziel und angeblich auch kommerziell erfolgreich. Prima. Andererseits haben wir eben das Problem der Einschränkungen für die Astronomie und eine deutliche Erhöhung dieser Gefahren, die ich gerade geschildert habe. Heißt, wenn das passiert, dann haben wir auf Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte, ist der erdnahe Weltraum nicht mehr nutzbar. Und wenn wir dann auch eine Sonde zum Jupiter oder wohin auch immer schicken wollen, die muss der ja durch. Ja, Sternenhimmel AD, ich würde sagen, vor diesem Crash, nein, wir haben natürlich schwache Satelliten, wir haben auch mal Flares, aber der Sternenhimmel sollte sichtbar bleiben. Wir haben ja schon genug Probleme mit der städtischen Beleuchtung. Das ist auch ein Thema, aber das machen wir heute nicht. Und nach dem Crash, vermutlich ist der Himmel dann aufgehellt. Später gibt es dieses Äquatoriallicht. Vielen Dank.